Hello friends, Hallo Freunde, how wonderful it is to come to you this way. so schön euch heute auf diese Art und Weise zu begegnen. That shows me clearly God can reach us wherever we are Das zeigt mir ganz klar, dass Gott uns überall da erreichen kann, wo wir uns aufhalten. because He cares for us. Denn er sorgt sich um uns. And I want to share an amazing word this morning with you. Und ich möchte heute Morgen eine wundervolle Nachricht mit euch teilen. I will read to you from Hebrews chapter 12, Aus Hebräer Kapitel 12 möchte ich euch etwas vorlesen. 1 and 2. Die Verse 1 und 2. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der ihm vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Irrespective of the circumstances that we go through, Egal wie die Situationen sind, durch die wir hindurchgehen müssen, I believe God called us with a purpose glaube ich, dass Gott uns mit einem Zweck berufen hat, to finish the race. um den Lauf zu vollenden. We are called to run the Wir race. sind berufen, das Rennen zu laufen. But I want to tell you the most important thing that stops us to win the race. Aber ich möchte euch sagen, das Wichtigste, was uns aufhält, den Lauf zu vollenden. Verse 1 tells us Vers 1 steht, it is the sin es ist die Sünde and all the weight that comes along with the sin. und die ganze Last, die mit dieser Sünde auf uns kommt. If you want to run the race, Wenn du das Rennen rennen if you möchtest, want to win it, wenn du es gewinnen you willst, cannot run with the heavy stuff all over you. dann kannst du nicht laufen, wenn du ganz viele Sachen mit dir That trägst. would hinder you to run faster. Das wird dich abhalten, schnell zu rennen. The first principle to win the race, Das erste Prinzip, wenn du das Rennen laufen möchtest, put all that weight dann aside. musst du all diese Last zur Seite legen. Let God clean you with His blood, Ja, lass Gott dich reinigen mit seinem Blut, because we are called to run the race before us. denn wir sind berufen, den Lauf zu laufen, der vor uns liegt. And to win the race, Und um diesen Lauf zu Ende zu what bringen, is the second thing that we need to do? was ist das Zweite, was wir tun müssen? We need patience. Wir brauchen Geduld. This run, Dieser Lauf, you may have a lot of hindrances, du hast vielleicht viele Hindernisse, but friend, don't give up. aber Freund, gib nicht auf. Keep running Laufe weiter, until you win the race. bis du den Lauf gewonnen hast. You may be thinking, how can we do Du that? denkst vielleicht, wie kann ich das machen? Because many times all the distractions draw our attention. Denn oft haben wir viele Ablenkungen, die You uns... want to tell me the secret of how you can be non-distracted? die uns aufhalten. Und wollt ihr das Geheimnis wissen, wie wir diesen Ablenkungen widerstehen können? Verse 2. Vers 2. Looking unto Jesus, man. Auf Jesus zu schauen. Don't look around you. Schau nicht auf die Umstände. There may be so many things that you will be hearing and watching about the virus right Du now. hörst vielleicht viele Dinge, siehst viele Dinge über das Virus, They will distract you from running the race. aber sie werden dich abhalten, davon den Lauf zu laufen, der vor dich gelegt ist. What keeps you running the race Und was dir hilft, den Lauf weiterzulaufen, is looking unto wenn Jesus. du auf Jesus schaust. He is the author. Er ist der Autor. He is the beginning. Er ist Anfang. And he is the finisher. Und er ist auch der, der es zu Ende bringt. How did he do Wie that? hat er das gemacht? Very simple. Es war ganz einfach. The Bible tells Die us Bibel sagt uns, he endured the er hat cross das Kreuz erduldet. and he despised the shame. Und er hat trotz allem die Schande ausgehalten. How could he do Wie that? hat er das geschafft? Because he thought that was a joy. Denn er dachte, das ist Freude. That's the secret. Das ist das Geheimnis. Knowing that God called us to run the race Zu wissen, dass Gott uns gerufen hat, den Lauf zu laufen, non-stop, successfully. ohne aufzuhören, erfolgreich.
Don't fix your eyes on the things around you. Schau nicht mit deinen Augen auf die Dinge, die um dich herum passieren. Fix your eyes on Jesus. Schau auf Jesus. Why? Warum? Because he is the overcomer. Denn er ist der, der überwindet. How did he do it? Wie hat er das geschafft? Grumbling? Hat er das mit schlechter Laune gemacht? Complaining? Hat er sich beschwert? No. Nein. Joyfully. Mit Freuden. That's the secret. Das ist das Geheimnis. Enduring Auszuhalten. the cross. Das Kreuz. Despising Trotz the shame. der Schande. That's the secret, friends. Das ist das Geheimnis, Freunde. What is the end of it? Und was kommt am Ende dabei There raus? is a throne waiting for us. Da wartet ein Thron auf uns. He sat down on the right side of the Father on the Er throne. hat sich auf der rechten Seite des Vaters auf den Thron gesetzt. That's our ultimate purpose. Das ist unser ultimatives We are Ziel. called to finish the Wir race sind berufen, den Lauf zu with vollenden. the joy, Mit Freuden. looking unto Auf Jesus, Jesus zu who schauen. is the author and finisher of it. Der Anfänger und Vollender ist. That's the good news for you. Das ist die gute Nachricht für dich. Don't be distracted. Sei nicht abgelenkt, Be rejoicing. sondern freu dich. The reason chapter 12 Und der Grund für das Kapitel 12 is because of chapter 11. ist wegen Kapitel 11. It's all the story of heroes of faith. In Kapitel 11 lesen wir die Geschichten von den Helden des Glaubens. Why was that even written there? Warum haben sie das überhaupt dort aufgeschrieben? It's because Wegen the Hebrew believers are confused and they are not steadfast in walking with Jesus. denn die hebräischen Gläubigen oder die Hebräer damals, sie waren verwirrt, sie hatten keine Standhaftigkeit im Glauben. So the writer wants to encourage them. Und der dieses Kapitel geschrieben hat, möchte sie ermutigen, In the middle of all confusion, in der Mitte von aller Verwirrung. he was giving the examples of the heroes of faith that finished their race. Da hat er Beispiele genannt von diesen ganzen Helden im Glauben, die ihren Lauf beendet haben. And encouraging the Hebrew believers to run the race. If they can do it, you can do Und it. hat mit diesen Geschichten die hebräischen Gläubigen ermutigt und gesagt, wenn die damals das konnten, dann kannst du das heute auch. But I want to add this one more thing. Und ich möchte diese eine Sache hinzufügen. If you are a Hebrew believer, Wenn du ein hebräischer Gläubiger or bist, if you are a Gentile believer, oder wenn du ein heidnischer we Gläubiger are bist, believers in Jesus. wir sind Gläubiger an Jesus. We all need it. Wir brauchen es alle. Again, Wieder nochmal. we are called to run the race to win. Wir sind Berufene, den Lauf zu laufen, um ihn zu gewinnen. Fixing our eyes on Jesus and Jesus alone. Indem wir unsere Augen auf Jesus richten und Jesus allein. God bless you and thank you. Gott segne euch. Dankeschön.